Hi, ich bin Danny und fahre mit meinem 30 Kilo schwer beladenen Fahrrad im Winter über die Alpen. Dabei friere ich mir nachts im Zelt den Arsch ab, quäle mich die steilsten Pässe hoch. Let's go! Das ist krank, Leute. Das ist absolut krank. Und lasse mich von Frau Holle einschneien. Alter, was ist das, ey? Was mache ich hier? Wieder stelle ich mir mal die Frage, warum mache ich das hier? Ja, warum eigentlich? Alter, Slowenien, Digga, ich bin da! Genau das sind die Momente, Mann. Warum ich das mache, Alter. Ich beantworte es euch in diesem Video. Let's go! Moin moin Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich zeige euch direkt die Realität einer Radreise im Winter. Jeden Morgen hier im Zelt bin ich am Tiefpunkt meines Lebens. Weil es ist so kalt und es ist wirklich schlimm in der Früh. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Der Trick ist einfach, gar nicht erst lang nachzudenken, sondern man muss eigentlich direkt aufstehen und sein Zeug zusammenpacken und losfahren. Sonst kommt man hier in so einen Todeskältestrudel und unterkühlt hier drinnen, weil man sich nicht bewegt. Alter, das ist die Reality, ich zeig's euch. Ich muss jetzt nämlich als erstes meine Radhose anziehen und dafür muss ich alle meine Hosen ausziehen. Alter. Oh, Alter. Aber wenigstens der Kongsong am Start. Gibt dir den Startpush, Alter. Fuck, ich weiß, was ich brauche, Leute. Ich brauche heute den Wurzenpass mit 18% durchschnittlicher Steigung nach Slowenien. Anscheinend einer der härtesten Pässe überhaupt. Richtig scheiße, viel Verkehr. Die Steigung des Todes. Eigentlich überhaupt nicht zu empfehlen. Man könnte auch außen rumfahren, aber nein. Ich brauche diesen Pass jetzt. Der macht mich warm. Oh mein Gott. So, das Schlimmste ist geschafft. Jetzt müssen wir noch meinen Scheiß aufräumen, Zelt zusammenpacken. Und ganz schnell aufs Fahrrad. Und richtig ballern, Alter, dann wird mir warm. So, also alles ready. Boah, mir hängt hier die Rotze an der Nase, ey. Junge. So, kurz zum Thema Wildcampen. Wie ihr seht, ich habe hier straight am Fahrradweg gepennt. Und ja, Wildzelten ist verboten, auch in Österreich. Aber, wie ihr vielleicht auch kurz im Zeitraffer gesehen habt, hier kommen schon ab und zu Leute vorbei. Eine Frau war schon hier. Aber ist mir scheißegal, gesehen zu werden. Also vor allem im Winter, aber sonst auch. Meistens sind die Leute interessiert. Oder in diesem Fall haben sie einfach nur Mitleid. Oder erklären mich für verrückt, was ich denn hier mache. Also es ist was anderes, wenn wir im Sommer an irgendwelchen Touristen-Hotspots, klar, da ist Wildcampen natürlich nicht gerne gesehen. Da solltet ihr euch verstecken, beziehungsweise solltet ihr da überhaupt gar nicht zelten. Aber, Alter, hier im Winter am irgendeinem Fahrradweg, Alpe Adria Weg ist hier, glaube ich, sogar, juckt kein Schwein. So, aber jetzt ganz schnell los Richtung Wurzenpass. Let's go. Ich bin so durch! Was mache ich hier? Baum, ramalama ding ding dong, ramalama ding ding dong. Alter Leute, das wäre der Place to be gewesen. Schaut euch das an, hier gibt's ein Bierautomat. Da unten gibt's Bier, Alter. Wie ist das mit der Altersregelung? Hier, für das Bier wird eine Altersfreigabe benötigt. Langsam einen Führerschein durch den Schlitz ziehen. Ich habe keinen Führerschein. Okay, gut, dass wir doch nicht hier waren. Das wäre frustrierend gewesen. So, ein kurzes Update. Ich habe leider immer stärker werdende Probleme mit meinem rechten Knie beim Fahren. Irgendwas nicht ganz korrekt eingestellt bei meinem Bike. Sattelhöhe, Sattelposition, irgendwie sowas. Ich muss da mal ein bisschen rumspielen, aber ich werde in 2 bis 3 Tagen spätestens eine Schnittpause machen müssen. Ja, da regeneriert das Knie hoffentlich wieder ein bisschen. Das ist jetzt noch nichts Tragisches, aber es ist nicht so nice. Ich befinde mich auf dem Alpe Adria bzw. Drauradweg, der mich nach Villach bringt. Von dort werde ich dann abbiegen auf den Wurzenpass nach Slowenien. Ey, ne, ich verstehe immer noch nicht, wie man solche Radwege geil finden kann. Diese Flusslangstreckenradwege. Geht die ganze Zeit nur am Fluss entlang. Keine Steigung, nichts. Das ist so ein richtiger E-Bike-Rentner-Radweg. An dieser Stelle Grüße gehen raus an Matthias von Saftrad.
Nein, Spaß, Bruder. Checkt seine Videos. Saftrad, bester Mann. Aber nein, versteht mich nicht falsch. Auch diese Radwege haben ihre Existenz. Gut für mich, um schnell nach Slowenien zu kommen. Aber sonst für nix. So Leute, ich bin ready für den Pass der Pässe, den Todespass, der Wurzenpass in Land Nummer 14, Slowenien. Let's go, würde ich sagen. Alter, ich wollte gerade sagen, boah, ist gar nicht so schlimm. Fahre ich um die Kurve, geht's hier senkrecht nach oben, Alter. Das kommt auf der Kamera nicht rüber, aber Alter, okay, das sind die 18%. Buhuhu. Das ist krank, Leute, das ist absolut krank. Aber es geht, ich kann noch fahren sogar. Ich muss mal im Stehen fahren. Aber es geht. Es geht echt. Come on. Let's go! Das ist nur Kopfsache, Jungs. Kopfsache, solche Pässe. Wir schaffen nicht die Beine. Die Challenge ist im Kopf. Wir sind jetzt drin in den Wolken. Winter Wonderland. There you go. Ist oben. Der ist verdient, aber ich muss ja den Schnee dafür. Baby, let's go, Digga. Let's go. Land 14, Alter. Halt doch dein Maul. Der Pass. Aber wir haben es geschafft. Slowenien, let's go, Alter. Let's go. So. Sieht man das? Ich gar keinen Anfall. So. Ja, passt schon, ne? Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott! Ich falle gerade runter raus aus den Wolken, Alter, und diese View ist glüht! Ich kann nicht stehen bleiben, ist kein Parkbucht. Ich muss fahren, bis gleich. Oh, da kommt ein Parkbucht. Alter, Slowenien, Digga, ich bin da! Drohne, let's go, sofort! Scheiße, Alter, Drohne geht safe nicht. Ich muss den... Scheiße, Drohne geht safe nicht. Ich muss den Akku immer erst 5 Minuten lang aufwärmen. Bis dahin ist das Glühen wahrscheinlich schon wieder weg. Egal, wir versuchen's, wir versuchen's. Alter, Alter, das war geil Shots. Bruder, mir ist ein paar Mal das Signal verreckt. Das war ein bisschen scary, aber der Vogel ist wieder da. Moment, einmal landen den Aal. Komm her. Oh, gut Job, Alter, das ist immer kritisch, wenn das Signal abbricht. Da scheiß ich mir in die Hosen, Alter. Boah, ist das schön hier, Alter. Boah, fuck, wo schlafe ich denn heute überhaupt? Ich weiß noch gar nicht. Naja, eins nach dem anderen. Ich sag's euch, Leute, genau das sind die Momente, Mann. Warum ich das mache, Alter. Der Pass, diese 18% Rampe des Todes, Mann. Er hat mich sowas von gefickt, ey.
ein richtig fieser Pass, vor allem weil es immer wieder runter ging, dann hat er dich richtig ausgekühlt und dann fliegt er dich wieder übelst weg mit 15% plus und dann oben übelst in den Wolken, richtiges Scheißwetter, -3 Grad, aber trotzdem Euphorie und dann fährst du da runter, nichts ahnend aus den Wolken raus und hast dir das, ey, Junge, also wer soll damit rechnen, Mann, das ist es halt einfach. Ich kann mir die Folge hier schon wieder beenden, Alter. Das ist ja schon wieder ein Highlight, Alter. Wie weit sind wir schon? Ich schätze, jetzt haben wir schon 10 Minuten. Alter. So, kurz Update. Ich bin komplett überfordert mit der Situation. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also die nächsten Tage. Ich fahre jetzt erstmal runter ins Dorf und suche mir eine schöne Bank, wo es irgendwo warm ist. Und dann überlege ich den Plan für morgen und übermorgen und die nächsten Tage. Genau, das ist der Plan. So Leute, ich bin jetzt in der Bank. Hier ist ein bisschen dunkel, aber ihr müsst eh nur zuhören. Die Lage ist hier in Slowenien etwas kompliziert. Ich versuche euch jetzt ein bisschen zu erklären, wie ich das mit der Routenplanung mache. Da spielen nämlich ganz viele Faktoren rein. Faktor 1 ist das Wetter. Die Wetterlage sieht wie folgt aus. Wir haben noch morgen einen halbwegs guten Tag. Wenn ich sage halbwegs gut, meine ich damit kein Niederschlag. Es wird aber wahrscheinlich etwas bewölkt. Ab übermorgen haben wir 2 bis 3 Tage komplett Katastrophe, also Starkregen den ganzen Tag. Da macht es überhaupt keinen Spaß zu fahren. Dementsprechend werde ich da meine Schnittpause reinlegen. Dann kommt es natürlich darauf an, wo gibt es Unterkünfte für eine Schnittpause, die nicht zu teuer sind und halbwegs auf dem Weg liegen. Das ist Faktor 2. Faktor 3 ist, wo will ich fahren? Ich würde gerne durch dieses Sockertal hier fahren, in das Naturschutzgebiet, weil da ist es richtig geil. Da haben wir allerdings das Problem, erstens, Wetter nicht ganz so gut morgen und dann Katastrophe und der Weg ist sehr weit. Ich brauche wahrscheinlich 2-3 Tage, bis ich da wieder halbwegs raus bin aus diesem bergigen Gebiet und da ist halt auch tiefster Winter. Und ich muss natürlich immer aufpassen, dass ich nachts nicht drauf gehe, weil es zu kalt ist. Und dass die Straßen nicht zu vereist sind, dass ich mich auf die Fresse lege und dadurch drauf gehe. Dazu kommt auch, dass ich gerade etwas überfordert bin mit der Lage. Neues Land, neue Sprache. Ich habe gar keinen Plan, was hier abgeht. Ich will erstmal ein bisschen chillen. Vor allem, weil das heute wieder sehr emotional und ereignisreich für mich war. Diese ganzen Faktoren haben jetzt zu der Entscheidung geführt, ich fahre nicht durch dieses Soccertal, auch wenn es schade ist, sondern hier weiter runter durch dieses fette Tal hier Richtung Kreinburg, wo ich ein Hostel gefunden habe, wo ich ab morgen Abend dann meine Schnittpause mache für 3 Nächte, also 2 Tage. Alles andere, da wäre das Risiko leider zu hoch. Plan für heute, jetzt noch möglichst weit runterfahren, weil hier, ich bin ja auf 1000 Meter, hier kann ich nicht draußen pennen. Hier in der Bank zu pennen würde theoretisch gehen, aber hier ist ganz schön Action, hier kommen öfter mal Leute rein. Da habe ich jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf. Deswegen penne ich heute nochmal draußen oder suche ich mir irgendwo unten einen Platz zum Pennen und ja, werde mich dann in das Hostel begeben. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Wir sehen uns wieder wahrscheinlich morgen früh, wenn ich wieder was zeigen kann, weil wir Tageslicht haben. Jetzt ist nämlich dunkel und da ist immer schwierig zu filmen. So, weiter geht's. Bis später. So Leute, ich melde mich doch nochmal. Ich fahre jetzt gerade nämlich so einen Fahrradweg. Der ist extrem krass. Also es ist zwar dunkel, aber es ist nicht so dunkel, wie man denkt, weil fast Vollmond ist. Und das Mondlicht diese fetten Berge hier hinter mir anstrahlt. Ich kann es euch leider nicht zeigen. Ich versuche es mit der Cam. Wenn es klappt, dann seht ihr jetzt hier ein Langzeitbelichtungsfoto. Es sieht extrem krank aus. Alter Junge, ich bin jetzt schon ziemlich geflasht von Slowenien. Alleine dem Mondlicht, das reicht schon, Leute. Mehr braucht man gar nicht. Das ist echt eine heftige Stimmung hier. Damn, boy. Oh. Yo, Leute, also nochmal kurze Planänderung. Ich fahre jetzt doch nicht so weit runter, wie ich runterfahren wollte, weil ich hier so einen richtig geilen Spot gefunden habe. Also ich bin einfach vorbeigefahren an dem Fahrradweg. Das seht ihr jetzt nicht, aber ihr seht später. Ich mache Langzeitbelichtung. Also ihr müsst euch so vorstellen, der Fahrradweg geht hier längs so ein bisschen erhöht wie so ein Bahntrassenweg. So leicht durch den Wald. Und plötzlich hat man so nach rechts gesehen. Und dann habe ich diese Bergfront gesehen. Und ja, dazwischen lag halt so eine richtig fette, geile, weiße Wiese. Und dann noch so ein paar Bäume dahinter. Ja, wenn ihr euch erinnert an die letzte Folge, dann war ja mein Ziel eigentlich mal im Schnee zu zelten. Und irgendwie habe ich es dann doch nicht so richtig durchgezogen. Und deswegen machen wir das jetzt. Es ist wirklich absolut majestätische Stimmung hier. Ultra geil. Schade, dass ihr das nicht seht, ey.
So Leute, ich habe jetzt noch gute 2 Stunden damit verbracht, Langzeitbelichtungsfotos zu machen. Für, ja, so 4 gute Bilder am Ende. Es fühlt sich gar nicht so kalt an, wie es aussieht. Bis jetzt geht's eigentlich, solange man in Bewegung bleibt. Es wird halt jetzt spannend in der Nacht, wenn ich pennen will. Aber ich habe 4 Paar Socken an. Also wenn jetzt meine Füße frieren, dann weiß ich auch nicht weiter. Was für ein geiler Tag schon wieder. Wir sehen uns morgen bei Tageslicht. Hoffentlich, wenn ich nicht erfriere. Gute Nacht. Yo, moin Leute. Kurzes nächtliches Update hier um 3:30. Ich bin gerade aufgewacht. Die Nacht ist bis jetzt echt nice. Es ist gar nicht so kalt, wie man denkt. Also ich kann echt gut pennen. Aber ich könnte schwören, ich habe gerade Schritte gehört. Und zwar ja relativ nah. Ich glaube so 10 Meter, 10, 15 Meter Richtung Waldrand. Und es hat sich jetzt nicht nach Reh oder so angehört. Es waren schon eher so menschliche, größere Stapfen. Aber vielleicht habe ich es mal neu eingebildet. Jedenfalls, ja, ist hier auf jeden Fall nichts in meiner Nähe. Ich habe gerade geguckt, hier ist gar nichts. Also ich denke, es war nur irgendein Tier. Aber es war schon ein bisschen scary, Alter, wenn du nicht weißt, was es ist. Aber was willst du machen? So, ich penne mal weiter. Bis morgen früh. So, moin moin. Also, die Nacht war echt richtig geil eigentlich, muss ich sagen. Ich bin noch einmal aufgewacht wegen diesem Tier, was auch immer das war. Und der Zeit morgens ist immer scheiße. Morgens muss man sich immer ganz schnell bewegen. Ich habe gerade ein paar Liegestütz gemacht. Ich habe meine Füße waren kalt, obwohl ich 4 Paar Socken an hatte. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber man muss einfach schnell rauskommen. Und dann let's go, Alter. Und dann läuft es schon. Oh, let's go. So, läuft. Alles wieder zusammengepackt. Meistens wird man durchs Zelt abbauen eben automatisch schon warm. Ich muss mal gar keinen Sport machen. Also was mich echt wundert, die Scheißphase in der Früh war heute wieder deutlich kürzer als gestern. Weil, ja, es ist einfach Kopfsache. Man muss sich einfach aufraffen. Ich glaube, man kann das auf alles im Leben projizieren. Rumheulen bringt einfach nichts. Man muss einfach was machen, damit sich was ändert. Und so ist es auch mit der Kälte. Man muss sich entweder bewegen oder irgendwo hingehen, wo es warm ist. Also in beiden Fällen muss man sich bewegen. Und das erfordert Motivation. Genau, jetzt ist hier tatsächlich, ihr habt so einen Zeitraffer wahrscheinlich gesehen, noch so ein Typ mit 2 Hunden vorbeigekommen. Mit 2 richtig fetten Hunden. Also der kam von oben, vom Berg. Also ich gehe mal davon aus, dass der das dann war, den ich heute Nacht gehört habe. Aber wo ich kein Licht gesehen habe oder so. Vielleicht ist er auch im Dunkeln hochgegangen. Wobei ich mich frage, aus welchem Grund geht man nachts um 3:30 so einen Berg hoch mit 2 Hunden, um dann in der Früh wieder runter zu gehen. Also er hat mich leider nicht angesprochen, wir haben uns so zugebunken. Deswegen wird es wohl für immer mein Rätsel bleiben. Gut, dann let's go! Also ich muss echt sagen, dass ich das Winterradreisen Tag für Tag immer mehr liebe. Man gewöhnt sich halt einfach immer mehr dran. Und was wir auch noch gelernt haben heute Nacht ist, dass ich diese Temperaturen, also so -4, -5, fast schon geiler finde als so 0 Grad oder 1 Grad, weil es ist nichts nass geworden. Es ist halt alles gefroren, aber es ist nicht nass. Können wir das hier mal... Es ist halt gefroren. Kann man halt nicht trinken, das ist das Problem, aber es ist nichts nass. Das ist schon geil. Und ja, wir haben ja noch einen Haufen Winter vor uns. Es bleibt die nächsten Wochen auf jeden Fall noch kalt. Ich glaube, es wird sogar noch viel kälter nach der Schnittpause. Aber das werden wir sehen. Und ja, was halt auch nicht so geil ist, jetzt hier auf diesem Weg. Der Fahrradweg ist zwar richtig geil, aber hier ohne Spikes zu fahren ist halt schon madig. Man muss halt echt richtig aufpassen, dass man nicht wegrutscht. Aber ja, so ist es. Ich habe keine Spikes und vielleicht hole ich mir noch welche. Vielleicht lohnt es sich halt echt noch. Aber was mache ich dann mit den alten Reifen? Das ist die Frage. Naja, legen wir erstmal ein paar Kilometer zurück. Ja, scheiße. Ich habe es versucht, aber ich kann nicht fahren. Das ist einfach eine glatte Eisschicht hier, dieser Weg. Ist ja auch nicht gestreut. Mit Spikes ja, ohne Spikes nein. Schade. Ich werde jetzt auf die Straße wechseln und hoffen, dass es unten einfach besser wird. Mich legt es hier sogar zu Fuß auf die Fresse. Madig. Naja, hoffentlich wird es besser unten.
Ah, sehr gut. Hier schaut es wieder deutlich besser aus. Hier kann man wieder gut fahren. Haben auch fast schon wieder Plus gerade. Sehr gut. So, also was ich auch noch sagen wollte. Ich dachte ja gestern, dass ich nicht hier auf knapp 1000 Meter pennen kann, weil es viel zu kalt wird. Aber habe es dann ja trotzdem gemacht und gesehen, es geht doch. Dementsprechend hätte ich doch das Socha-Tal fahren können. Ich habe auch gestern geguckt, da hätte es auch ein Hostel gegeben. Nach 70 Kilometern, das wäre erreichbar gewesen in einem Tag. Ja, das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber andererseits ist es, glaube ich, doch ganz schlau. Weil auf so einer Passabfahrt, selbst wenn die Straßen frei sind, es reicht eine kleine Eisstelle auf der Passabfahrt kurz vor der Kurve. Und wenn es mich da legt, ist schon mal passiert in Italien, nicht wegen Eis, aber wegen Nässe. Wenn es sich auf so einer Passabfahrt legt und du da easy mal die Kurve runterschlitterst, da kann es halt auch ganz schnell drauf gehen, wenn es da den Berg runter geht. Deswegen war es vielleicht auch ganz schlau, da jetzt nicht unbedingt zu fahren. Und ja, hier ist es ja auch ganz schön. Socha-Tal, ein andermal. Also wir haben doch alles richtig gemacht. Gott sei Dank bin ich nicht diesen Pass ins Socha-Tal gefahren. Es ist jetzt nämlich leicht am Schneien hier, entgegen des Wetterberichts. Und die Wolken hängen überall drin, heißt oben schneit es noch mehr. Und dieser Pass hat so viele Kehren. Und auf 1,8 hat es safe -7, -8. Das wäre mein sicherer Tod gewesen. Puh, Glück gehabt. So, ganz wichtig, immer regelmäßige Bremstests machen. Warte. So, hört ihr es. Hier guter Grip. Aber manchmal ist es vereist und man sieht es nicht. Deswegen immer aufpassen. Vor allem wenn es runter geht oder kurvig. Ja, hier geht gut. So, jetzt hier einen kurzen Abstecher zum Bledsee gemacht. Also 5 Kilometer Umweg, dachte ich, ja, mal, auch wenn das Wetter scheiße ist. Ja, ist jetzt nicht so krass, vor allem übelster Touristen-Hotspot hier. Ja, hier geht's ab. Hier ist Action, aber kurze Kakaopause machen wir hier. So Leute, ich bin da in Kraainsburg. Hier ist mein Hostel und ich bin echt am Arsch. Also heute ist nicht so viel passiert. War mehr so eine Zweckstrecke. Die Tage gehören dazu. Wetter war auch nicht so geil. Man hat echt nicht viel gesehen von den Bergen, was echt ein bisschen schade ist, weil hier echt eigentlich fette Berge sind überall. Aber ja, so ist es halt. Was soll man machen? Ich mache heute nichts mehr. Ich gehe jetzt nur noch ins Hostel und stelle mir 2, 3 von diesen Laschkurs hier rein. Es muss sein. Ja, was ich noch gar nicht gesagt habe, ich habe noch nie in meinem Leben in einem Hostel gepennt. Also in einem Hostel vielleicht schon, aber noch nie in so einem Schlafsaal mit anderen Leuten. Weil ich dachte immer, das ist nicht so geil. Aber heute ist mir alles scheißegal. Heute bin ich einfach nur froh, dass ich ein Bett habe und eine Zimmertemperatur über 5 Grad. Das ist schon purer Luxus. Mir ist scheißegal, wer da noch pennt. Vielleicht sind da ja korrekte Leute, vielleicht bin ich allein. Man weiß nicht. Und dann werde ich morgen schön anfangen zu arbeiten. 2 Tage und dann geht's weiter. Genau. Und noch ein Fazit ziehen zu dieser ersten Woche. Ich weiß nicht, wie viel ich gefahren bin. Ich blende es hier ein. Ich glaube, so 500 Kilometer schon. 5000 Höhenmeter, weiß nicht. Ordentlich durchgeballert. Mein rechtes Bein. Ah, wo ist es hier? Das ist komplett am Arsch. Ich sag's euch, wie es ist. Nicht nur mein Knie tut weh, sondern jetzt auch meine Achillessehne. Keine Ahnung, was da los ist. Entweder ist was falsch eingestellt oder weil ich es einfach nicht mehr gewohnt bin. Weil ich muss schon sagen, es ist halt jetzt die erste Woche und ich bin noch lange nicht wieder auf Hochform. Und ja, ich habe es mir schon ziemlich hart gegeben jetzt. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Aber deswegen 2 Tage Regeneration, Videos schneiden und dann Abfahrt, weiter geht's. Also, oh, war round, eine geile erste Woche. Und es war nur eine Woche und es kommen nur so viele. Leute, Prost. Kuss geht raus, ich danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal, euer Danny.